We've got a little video to show first, so pay attention to that. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Moin. Na, wie gefällt euch mein neuer Opener? Ich habe gedacht, wir fangen mal ein bisschen flotter an, oder? Ist doch eigentlich ganz nice. Herzlich willkommen zur alten Schule und heute fülle ich den Namen aber mal sowas von, denn wir gehen in die Jahrhundertwende zurück. Aber nicht in die, wo wir alle ins Jahr 2000 so scheiße gefeiert haben und so viel Hoffnung in das tollste Silvester ever hatten, sondern noch eine Jahrhundertwende weiter zurück. Denn heute geht es hier um den Veteran Car Run, einem Rennen von London nach Brighton. Und natürlich war es kein Rennen, sondern eine Ausfahrt. Und die Hürde für die Teilnehmer war es, überhaupt anzukommen. Danke an dieser Stelle an das Mercedes-Benz-Museum, dass ich dabei sein durfte, denn ein passendes Auto hatte ich gerade nicht am Start. Oh Wunder. Denn das Besondere ist, die Autos dürfen maximal bis 1905 gebaut worden sein. Könnt ihr euch das vorstellen, dass man da schon gefahren ist? Da gab es noch nicht mal Handys, aber Autos. Und Handys wären dringend nötig gewesen bei den ganzen Pannen, die man damals hatte. Ich überlege übrigens gerade, ob ich irgendwas zu Hause hätte, was aus dem Jahr 1905 oder früher kommt. Ich glaube nicht. Vielleicht aus Junggesellenzeit noch eine alte Ravioli-Dose. Mercedes-Benz hat sogar fahrende Autos aus der Zeit im Depot stehen. Aber jetzt müssen wir mal kurz in die Geschichte gehen. Denn ursprünglich hieß diese Veranstaltung auch mal Emancipation Run. Und damit wurde die Lockerung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf britischen Straßen zum 14. November 1896 gefeiert. Die Höchstgeschwindigkeit für selbstfahrende Fahrzeuge mit Dampfantrieb lag damals bei 6,4 km/h. Und innerorts nur bei 3,2. Und wir regen uns heute über Tempo-30-Zonen auf. Aber damals war ja alles ein bisschen langsamer, auch das Internet. Übrigens musste bis 1878 sogar noch eine Person mit roter Flagge vor den Fahrzeugen herlaufen, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. So eine Art menschlicher Sportauspuff. Lustig, die Briten, oder? Und weil wir das nicht auf dem Festland einführen wollten, haben sie dann wutschnaubend die EU verlassen. Aber das hat sich zum Glück auch in England inzwischen erledigt und so wurde zum Start symbolisch eine rote Fahne zerrissen. 1896 dann wurde es richtig unheimlich, denn da wurde die Höchstgeschwindigkeit für Straßenfahrzeuge auf 19,2 km/h, also 12 Meilen, angehoben. So, und jetzt gab es kein Halten mehr. Der gemeine Engländer wurde übermütig und ist dann gleich mal ins 96 Kilometer entfernte Seebad Brighton gerast. 58 Fahrzeuge wurden gemeldet, ganze 33 haben es immerhin schon noch mal bis zum Start geschafft und 13 oder 14 sind dann auch tatsächlich angekommen. Übrigens waren auch schon damals Elektroautos am Start. Haben sie aber nicht durchgesetzt. Hatte jemand was gesagt? So, weiter im Text. Als dritter kam ein Panhard Levasseur mit einem Motorbauart Daimler ins Ziel und als Gast war bei dem Rennen auch ein gewisser Gottlieb Daimler mit dabei. Dieses Jahr war es nicht Gottlieb Daimler, aber immerhin schon mal Markus Breitschwert, der Chef von Mercedes-Benz Heritage bzw. Mercedes-Benz Classic. Und mit dem rede ich auch gleich noch, denn mit Mercedes haben wir hier eine der wenigen deutschen Hersteller, die ein Auto aus dem eigenen Museum ziehen und an den Start bringen können. Überlegt mal, bis 1905 gebaut und heute noch Existenz. Neben Mercedes und Benz gibt es hierzulande nur noch einen und das ist, richtig, Opel. Und international sind auch nicht mehr so viele übrig geblieben. Renault, Ford, Cadillac, Peugeot. Es soll auch 2 Rolls-Royce geben, die schon 1905 auf den Rädern standen. Und in Italien war es Fiat und in England Royal Enfield. Der älteste existente Motorradhersteller der Welt. Die bauen auch heute nur noch Motorräder unter indischer Flagge, haben aber zwischendurch auch mal Autos gebaut. Wir sind dieses Jahr in einem Mercedes Simplex gefahren, Baujahr 1904 und das älteste Auto, in dem ich bis dahin überhaupt mal gesessen habe, das war irgendwas aus in den 30ern und damals waren ja schon 5 Jahre Welten in der Entwicklung, da wurde ja an allen Ecken und Enden getüftelt und der Simplex, der hat seinen Namen daher, dass er in der Bedienung simpler und erwachsener geworden ist, als das, was man bis dahin so kannte. So, und wie simpel sich das Ganze gestaltet hat, wenn man spontan abends nochmal durch den McDrive fahren wollte, das zeigt uns jetzt Klaus Balle. Der ist nämlich einer der Techniker von Mercedes-Benz Classic und der schraubt und fährt alles. Der hat so einen beneidenswerten Beruf. Der ist schon Silberpfeil gefahren, der ist die DTM-Boliden gefahren, den Simplex. Der ist auch das Uhlenhaut-Coupé schon mal gefahren. Also ich werde hier jetzt den Druck in das System bringen, so dass das Öl vom Öltank
hier hoch in den Verteiler und von dem Verteiler geht es durch verschiedene Ölleitungen, hier kann man gut sehen, auch da, zu den verschiedenen Schmierstellen im Motor. Das ist eine sogenannte Verlustölschmierung. Das heißt, das Öl, das in den Motor reinläuft, das geht irgendwann, muss man das nach ca. 50, 60 Kilometer, sollte man hier den Hahn öffnen, da unten, und das Öl aus der Ölwanne wieder ablassen, das der Zuglaufen ist. Weil sonst schlägt die Kurbelwelle ins Öl und es gibt einen Wasserschlag. Also es ist, von London nach Brighton müsste uns das gerade so reichen. Ja, aber wir werden heute Abend werden wir das Öl, was wir bis jetzt verbraucht haben, ablassen und entsorgen. Eben. Also nochmal baue ich hier Druck auf, bis ich ca. 1,5 Bar habe. Zählt man das oder ist das eine Anzeige? Da ist eine Anzeige. Okay, ja, drück weiter. Und bei 2,1, 2,2 Bar macht dann das Schnarchventil auf und sodass der Druck nicht höher geht wie. So, jetzt ist genügend Druck da. Schließen wir wieder das Ventil hier. Schalten die Zündung ein. Öffnen hier den Ölhahn, sodass Öl nachlaufen kann. Stellen da oben die Zündung auf ganz spät, weil wenn man sie auf früher stellt, kann es sein, dass der Zündfunken zu früh kommt und dass einem die Kurbel auf den Arm schlägt. Dann geben wir hier etwas Gas, das ist das Handgas. So, und jetzt versuchen wir unser Glück und werden das Fahrzeug starten. Wahnsinn. Wieder ausmachen. Kannst du wieder ausmachen, ja. So, was hast du da jetzt geschlossen? Nochmal den. Das ist der Ölhahn, weil sonst läuft zu viel Öl nach. Okay, alles klar. Ja, jetzt lasse ich auch den Druck wieder ab, weil sonst läuft mir der Vergaser voll. Okay. So, das ist das, was man heute alles mit dem Schlüsseldreh hinkriegt, ja. Ja. So. Faszinierend. Was ist das da für ein Hebel? Das ist nochmal eine Extraschmierung für die Kupplung. Ah, okay. Ja, weil man muss dazu sagen, die Kupplung ist eine sogenannte Federbandkupplung. Also es ist keine Kupplungsscheibe, wie man sie heute kennt, ja, sondern auf dem Fortsatz von der Kurbelwelle, ja, ist ein Topf angebracht. Um diesen Topf ist eine Feder gewickelt. Und diese Feder, die öffnet sich beim Pedaldruck, öffnet sich die Feder und man hat Freilauf. Und wenn man das Pedal rauslässt, schließt sich die Feder um den Pedaltopf und man hat Kraftschluss. Um den Topf nach der Kurbelwelle und man hat Kraftschluss. Und das ist eigentlich das Ganze, was man als Kupplung hat. Das ist so quasi die Kupplung, man kann sie nicht schleifen lassen. Das ist Metall auf Metall und das ist entweder an oder aus. Okay. Ja, mehr gibt es nicht. Jetzt haben wir hier noch 5 Pedale. Was ist das denn? So,
Hier haben wir das Gaspedal. Das kleinste. Ja. Das hier ist das Bremspedal für die Getriebeausgangswelle. Das ist das Bremspedal für die Getriebeeingangswelle. Die benutzt man eigentlich nur, oder dieses Pedal benutzt man eigentlich fast nur, wenn man jetzt vom höheren in den kleineren Gang schaltet, um die Motordrehzahl bei getretener Kupplung kurz runter zu drosseln. Okay. Ja. Braucht man eigentlich weniger, aber es ist zum Beispiel, wenn man den Berg runterfährt, ist das richtig. Ist das sehr wichtig. Aber könnte man nicht auch Zwischengas geben? Das ist das Gleiche. Ja, dann erhöhe ich ja die Drehzahl. Ja, die Drehzahl, ja gut. Also bremst Ja. nicht, alles klar. Gut. Kupplung. Und hier haben wir die sogenannte Auspuffklappe, die heute bei AMG oder bei AMG-Fahrzeugen eigentlich automatisch geht. Haben wir hier die Auspuffklappe. Das hat zum einen den Zweck gehabt, um zu warnen, weil früher hatten ja die Pferdekutschen auch eine normale Hupe. Ja, und die Leute wussten nicht, was kommt da jetzt. Und deswegen konnte er hier die Auspuffklappe öffnen und dann mehr Krach verursachen, ganz klar. Okay. Und natürlich hat dann auch der Fahrer, der engagiert wurde eigentlich vom Besitzer vom Auto, ja, konnte dann auch natürlich besser hören, wie gut oder wie schlecht läuft der Motor, läuft auf alle Töpfe und so weiter und so fort. Das hört man dann tatsächlich, das kann man auch nachher während dem Fahren gerne mal vorführen. Gut. Also und was ist jetzt wichtig beim Fahren? Was muss man da alles bedienen? Eigentlich alles. Okay, wenn man den Motor anhat, mit diesem Wenn man ganzen den Motor Drücken und anhat, dann also Drehzahl ziemlich tief halten beim Gang einlegen. Wir hatten hier eine ganz normale H-Schaltung. 1, 2, 3, 4. Und das ist der Rückwärtsgang und zieht ihn dann zurück. Okay. Ja, das ist eigentlich. Zum Fahren benötigt man eigentlich diese Bremse, das Gaspedal, diese Kupplung Okay. und eben die Handbremse. Ja. Wichtig ist bei jedem Schaltvorgang zwischen zu kuppeln. Hochschalten, runterschalten, immer zwischen. Immer zwischenkuppeln. Okay. Was hat er für eine Bremse? Die habe ich ja gerade erklärt. Achso, das ist nur, also es ist Getriebeeingang, nichts an den Rädern, ist nichts. Getriebeausgang, Getriebeeingang und die geht auf die Hinterräder. Ah, okay, alles klar. Vorne Das gibt es keine Bremse. Okay. So, und dann, wenn der Motor warm ist oder wenn man fährt, stellt man hier noch. Hier kann man dann je nachdem, also das Handgas braucht man dann eigentlich nicht. Und dann kann man hier eben die Zündung verstellen von spät nach früh, was eigentlich, wobei jetzt bei diesem Fahrzeug möchte ich die Zündung nicht allzu früh stellen, weil also man muss das dann auch, ist wetterabhängig, luftdruckabhängig und so weiter, wie weit, das fühlt man dann, wie weit man die Zündung nach vorne verstellen kann. Ja, genauso ist es auch hier mit der Luftzufuhr, das wäre diese hier. Ja, sollte es jetzt draußen wärmer sein, brauchen wir mehr Luft natürlich, dann kann ich hier weiter öffnen. Hier, also ich habe das jetzt rausbekommen, hier bei diesen Temperaturen ist es eigentlich mehr, wenn es mehr geschlossen ist, läuft er besser. Aber auch das kann sich am Sonntag auch schon wieder ändern. Ja, also das Auto ist da ziemlich empfindlich, was Temperatur und Luftdruck und so weiter und Feuchtigkeit und was das alles angeht. Und wir haben hier eine sogenannte Abrisszündung. Es ist eine Zündung ohne Zündkerzen, die nur über ein Gestänge geht hier an die Abrisszünder. Kann man vergleichen wie mit Unterbrecherkontakte in der normalen Zündung. Ja, und die schließen und öffnen eben. Und dann muss man natürlich das Gestänge in der Länge einstellen. Man muss die Welle, muss man auch mit den wie eine Nockenwelle, muss man natürlich auch entsprechend zum Motor dementsprechend einstellen, dass der Zündzeitpunkt auch immer stimmt. Also es ist zum Einstellen ist es eigentlich ein größeres Problem, aber wenn das funktioniert,
ist ziemlich wartungsfrei, also ohne Zündkerzenwechsel oder sonst was. Was man ab und zu machen muss, dass man die Deckel aufschraubt und dann eben die Kontakte ab und zu mal säubert, aber mehr muss man nicht machen. Okay. Kann man da beim Mercedes-Benz Klassikpartner noch Teile bekommen? Schwierig. Also ich glaube, wenn Sie mit der Fahrgestellnummer ankommen, die können da nicht. Ich kann ja gar nicht mehr eingeben. So viele Nullen kann man gar nicht vorwegstellen. Was sind das für Lampen eigentlich? Das sind Karbidlampen, die man dann extra zünden musste. Ja, also da wird Karbid verbrannt, dann entwickelt sich ein Gas, ja, und das Gas muss man dann entzünden. Wir haben jetzt für London Brighton Spezialbeleuchtung gemacht. Ah ja. Okay. Weil die verlangen tatsächlich Licht. Und das mal noch H-kennzeichenfähig ist. So, und jetzt das Wichtigste. Komm her, hier, das muss ich einmal ausprobieren. Darf ich? Ja. Passt. Habt ihr euch das gut gemerkt, wie es geht? Einfach, oder? Ich glaube, nach dem Wochenende musste gleich noch wieder weiter geschraubt werden, weil das Auto kann man nicht einfach abstellen und ausmachen, sondern müssen alle Flüssigkeiten getauscht werden und. Eine Menge Arbeit, so ein altes Auto zu betreiben. Wirklich beeindruckend. Und Markus Breitschwert, das ist ja der neue Chef von Mercedes-Benz Heritage. Und mit ihm habe ich natürlich auch gesprochen, und zwar über das Verständnis vom Bewahren der Vergangenheit, die London Brighton und den Mercedes Simplex. Ich bin ja in diese Aufgabe zum 1. Januar letzten Jahres gegangen, als Chef der neu zu gründenden Mercedes-Benz Heritage GmbH. Die wir dann auch gegründet haben. Und mit zu den ersten Entscheidungen gehörte, dass wir an allen relevanten Vintage Car, Classic Car Events der Welt wieder aktiv teilnehmen. Das war nicht immer mehr so gewesen, aus finanziellen Gründen, aus Ressourcengründen und auch aus allgemeinen strategischen Überlegungen. Wir sind wieder dabei, letztes Jahr erstmals nach langer Pause wieder gestartet. Und wenn man an sowas teilnimmt, da bin ich schon der Meinung, so wie ich meine Geschäfte in diesem Konzern immer geführt habe, du musst halt da sein, wo gearbeitet wird, in dem Fall am Steuerrad. Ich meine, dieses Auto ist ja nach heutigen Maßstäben gemessen relativ beschaulich. Hat 32 PS, fährt 60 Kilometer die Stunde, damit schon eines der schnellsten hier in diesem Feld. Hat 4 Zylinder mit beeindruckenden 5,3 Liter Hubraum. Aber wie gesagt, es ist nun kein Kompressor. Im Frühjahr bin ich die Mille auf einem unserer Vorkriegskompressoren gefahren. Das ist natürlich eine völlig andere Beschleunigung. Aber 60 Kilometer die Stunde zu jener Zeit war unheard of. Das war absolut fast schon unvorstellbar. Es gab ja, man muss sich daran erinnern, wenige Jahrzehnte vorher noch erbitterte Diskussionen, ob 25 Stundenkilometer in einem Zug den Menschen genügend Luft lasse zum Atmen. Ja, also listen to the science ist heutzutage ja so ein Spruch. Manchmal ist es gut, wenn man die Wissenschaftler nicht allzu ernst nimmt, weil Wissenschaft per Definition ja fortschreitet. Und man sollte nie bei dem Stand bleiben, der gerade so berichtet wird. Hat man dazugelernt und 60 Stundenkilometer war unheard of. Wir werden das auch morgen sehen, wenn wir fahren. Wir gehören da schon zu den Schnellen im Feld. Wir gehören auch zu denen, die relativ gute Bremsen haben im Übrigen. Aber was fühle ich, als ich bin da sehr genau mit solchen Dingen. Wenn du so eine Maschine in Gang setzt, musst du respektvoll gegenüber der Maschine sein, darfst sie nicht kaputt machen und du musst auch wissen, dass du weder die Leute im Auto noch die Leute an der Straße gefährden darfst. Und deswegen musst du das trainieren. Und bei jedem neuen Typ, den ich fahre, obwohl ich schon sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben gefahren habe, trainiere ich das. Und als ich zum ersten Mal dann mit dem Fahrzeug letztes Jahr ins Remstal hinausgefahren bin von Stuttgart und ich saß da am Steuerrad in diesem Rautenpolster, da habe ich 2 Gefühle gehabt, ein großes Glücksgefühl, es bewegt sich,
kommst vorwärts und ein großes Gefühl der Bescheidenheit. Das macht dich bescheiden, weil du denkst dran, dass dieses Auto 120 Jahre alt ist. Da ist keiner mehr am Leben, der an dem Auto gearbeitet hat, der es entwickelt hat. Keiner von den ursprünglichen Nutzern. Und diese Leute haben damals gearbeitet, aus einer Einstellung heraus etwas zu schaffen, was bestehen bleibt, mit dem besten Wissen, was man damals hatte, mit dem besten Material, was verfügbar war und mit der besten Ausführung, die man wirklich gewährleisten konnte, leisten konnte, um tatsächlich das Beste oder nichts zu schaffen. Das war kein arroganter Anspruch. Wir kamen aus einer Zeit, wo man einfach wusste, we are too poor to buy cheap. Wir können es uns nicht leisten, was Billiges zu kaufen, weil uns das um die Ohren fliegen wird, weil wir es nicht zweimal im Leben uns leisten können. Und das zu wissen, dass da noch was besteht, was mit dem Anspruch geschaffen war, lange, lange Zeit zu bestehen, auch vom technischen Konzept her vorausschauend zu sein, das macht einen schon sehr bescheiden und man fragt sich dann immer mal wieder von den Dingen, die man selber tut, wie viele davon können 120 Jahre überstehen. Und es gibt einem Grund zur Bescheidenheit, aber nicht ohne Anspruch. Es gibt einem Anspruch, aber auch Bescheidenheit. Und dieses Auto ist halt in seiner Technik damals ein solcher Sprung nach vorne gewesen, dass gerade wenn man morgen das Starterfeld sieht, wird man das erkennen. Das war bahnbrechend. Das ist der Prototyp des modernen Kraftfahrzeugs. Mit dem tiefer gelegten Motor, mit der breiteren Spur, mit dem leistungsstärkeren Motor, der viel besseren Kühlung, der Bienenwaben, Gitterrahmenmotor mit der innenliegenden Kühlflüssigkeit, mit der Doppelbremse, sozusagen, wie man damals sagte, Halbautomatik. Wenn du die Bremse drückst, geht die Kupplung rein, damit das Fahrzeug nicht schiebt und du kannst beide Beine auf beide Bremsen drauf stoßen, wenn es ernst wird, ohne dass du gleichzeitig noch den Gang rausreißen musst, weil du gleichzeitig noch die Handbremse ziehst. Und du hast keine dritte Hand oder kein drittes Bein. Und deswegen geht die Kupplung dann automatisch rein. Tolle Sache. Ja. Und da haben Leute nachgedacht, da haben Leute vorausgedacht. Für uns heute alles selbstverständlich. Damals der Blueprint, der da geschaffen wurde, war der Blueprint fürs moderne Auto. Und er wurde geschaffen in Bad Cannstatt. So, und jetzt sagt ihr wahrscheinlich, der Arndt, der redet ja immer klug daher, aber konnte er denn auch fahren mit dem Auto? Wie ein junger Gott, kann ich euch sagen. Ich glaube, bei Mercedes sind sie jetzt noch ganz hin und weg von meinen Fahrkünsten. Ich könnte mir vorstellen, sie nennen mich da den Kupplungsflüsterer. Aber im Ernst, ich bin wirklich nachhaltig beeindruckt von diesem Auto und von dem Wochenende. Und das eben nicht nur, weil ich sowas noch nie gefahren bin und weil ich bis jetzt keine Berührungspunkte mit so alten Autos hatte, sondern auch das, was Markus Breitschwert gesagt hat. Niemand, der an diesem Auto entwickelt hat, lebt noch. Niemand, der das Auto damals gefahren hat, lebt noch wahrscheinlich. Also 120 wären die wenigsten von uns. Und das macht einen schon demütig. Und ich finde, man muss das bewahren und auch das Wissen darum und dieses handwerkliche Geschick, was man damals schon hatte, was man heute irgendwie gar nicht mehr glaubt. Aber der Klaus hat mir gesagt, der Mechaniker, wenn die heute Teile nachfertigen, brauchen die manchmal 2, 3 Anläufe, um das in dieser Qualität so hinzubekommen, beziehungsweise um zum Beispiel die Federhärten so hinzubekommen, dass das genauso funktioniert, wie das damals geplant war. Und er sagt, die haben alle Originalpläne und trotzdem ist das auch heute schwierig, sowas nachzubauen, weil die damals einfach auf so einem hohen Niveau gebaut haben. Und das waren richtig gute Handwerker, die Autos zusammengesteckt haben. Also das waren nicht irgendwie so kleine Hinterhofglitschen. Und ich meine, am Ende des Tages ist Mercedes-Benz daraus entstanden. Das ist auch nicht von ungefähr gekommen. So, und übrigens ein Funfact, den ich ganz interessant finde. Der Mercedes Simplex ist ja auch über 1905 hinausgebaut worden.
Und einige von euch werden das wissen, für einige wird das neu sein. Gebrauchte Autos, da hängt der Preis immer davon ab, was man damit fahren kann. Und wenn man ein Auto aus der Ära kauft, dann ist es ganz wichtig, dass es vor 1905 gebaut wurde, damit man London Brighton mitfahren kann, wurde mir gesagt. Und auch der Simplex ist einige 100.000 Euro teurer tatsächlich, wenn er vor 1905 gebaut wurde. Die Millimillia-Tauglichkeit, ich glaube, das taucht häufiger mal auf bei so gebrauchten Klassikern. Nennen wir es mal so. Und übrigens, natürlich sind die Autos reihenweise liegen geblieben im Londoner Stadtverkehr, weil die Autos damals gar nicht für den Verkehr gebaut wurden. Es gab einfach keinen Verkehr. Man hat sich reingesetzt, hat das Ding angeworfen und ist losgefahren. Und natürlich, wenn heute eine Ampel da steht und dauernd rot und grün wird und man im Stop-and-Go steht und dann geht es noch bergauf, natürlich werden die Autos zu heiß. Ist ja ganz klar. Es war damals einfach nicht im Fragenkatalog oder im Anforderungsprofil der Autos drin, dass man noch eine Lüftung einbaut. Aber als der Verkehr zugenommen hat man gesagt, okay, die Kühlung reicht nicht mehr aus, wir müssen da noch einen Lüfter davor setzen. Und dann kam das. Aber das ist erst viel später gekommen, ich glaube in den 20er oder 30er Jahren. Und es ist trotzdem faszinierend zu sehen, wie die Autos auch heute noch durch den Stadtverkehr wuseln und wie das immer noch funktioniert. Tolles Erlebnis. Danke nochmal ans Mercedes-Benz-Museum. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen was davon vermitteln, von dieser Faszination. Wirklich uralt Autos. Und wenn ihr mal sowas seht, sprecht doch mal den Techniker an und fragt ihn, was alles dazugehört, das Ding zu starten und wie das alles funktioniert und so. Ich bin mir sicher, man gibt euch gerne Auskunft. Das war die alte Schule für heute. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de